Guten Morgen, hier ist Bob Hutton, hier ist der Mutmacher. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag und dass ihr sehr ermutigt und dass Gott mit euch ist heute. Wir sind in Apostelgeschichte 20, Vers 7 bis 12 und ich habe eine Frage. Seid ihr einmal eingenickt im Gottesdienst? Ich muss zugeben, dass ab und zu mal Schlaf wollte mich übermannen, besonders auf Konferenzen nachmittags. Schlaf will mich übermannen. Natürlich, ich schlafe kaum ein, wenn ich selbst predige, aber ansonsten ist es manchmal ein Problem. So, Paulus er ist mit seinen Freunden hin und her gereist und er ist dann in eine Stadt namens Troas gekommen und da bleibt er auch einige Tage. Und Vers 7 sagt uns, das war am ersten Tag der Woche, das heißt Sonntag. Der Tag, an dem Jesus auferstanden war. Und die Christen, die hatten ihre Zusammenkünfte am Sonntag. Ich habe dann gelesen, dass viele haben dann ihre Versammlung ganz früh morgens vor der Sonne aufging. Denn so um 7, 8 Uhr oder was auch immer mussten sie dann ihren Dienst beginnen. Diese Gemeinde hat es anders gemacht. Sie haben den Sonntagabend ihr Gottesdienst. Und so wie ich weiß, sie wollten dann das Brot brechen, das heißt, sie wollten dann Abendmahl feiern, aber nicht nur Abendmahl feiern, sondern sie haben meistens auch miteinander gegessen. Also es ist noch vor den Abendessen, das heißt, würde heißen in Deutschland vielleicht um 5 Uhr, damit wir um 6 Uhr dann essen können. Andere Länder essen ein bisschen später, aber auf jeden Fall ist es immer noch am frühen Abend, als sie zusammenkommen, weil nachdem sie gearbeitet haben. Und ich schätze, dass einige haben schwer gearbeitet an diesem Tag. Okay, die wollten dann das Brot brechen, also erinnern, dass an den Leib Jesu gebrochen wurde für uns, es gegeben wurde für uns und auch an sein Blut, das für uns vergossen wurde. Das ist auch etwas, was wir immer noch tun. Wir denken an den Tod und den Wiederkunft Jesu und wir verkünden das in unsichtbaren Welt. So, noch davor aber hat Paulus angefangen zu predigen und wahrscheinlich wollte er die Menschen ermutigen. Und das hat er getan, ermutigen, stärken an so vielen Orten. Aber ja, okay, das ist seine letzte Predigt in dieser Gemeinde und man verzeiht ihm, wenn er ein bisschen länger dauert, wenn statt eine halbe Stunde, wenn er 3/4 Stunde nimmt. Aber der Paulus hat nicht aufgehört, es wurde immer später, es wurde dann Mitternacht, es wurde dann nach Mitternacht und ist immer noch am Reden. Ich schätze, es musste sehr interessant gewesen sein, hat die Leute gefesselt, sonst waren sie schon nach Hause gegangen. Aber da war ein junger Mann und er wurde überwältigt von dem Schlaf. Paulus war noch am Reden, dieser Mann Eutychus wurde immer müde. Es heißt da, es ist dunkel geworden. Sie haben den Öllampen angezündet. Die sind nicht so ganz angenehm. Ich war einmal in Sri Lanka. Wir sind morgens dann losgefahren und wir wollten dann irgendjemanden treffen, konnten ihn nicht finden und dann haben wir herausgefunden, er war irgendwo anders, wo wir nicht ausgemacht haben. Wir sind dann gefahren, haben ihn endlich getroffen. Er wollte uns unbedingt seine Kirche zeigen. Er war ein Pastor und er wollte diese Gemeindebewegung anschließen. Wir sind auch nochmal gefahren und gelaufen. Es hat gegossen, es hat richtig geregnet und wir fanden seine Kirche, das war ungefähr so groß wie ein Gartenhäuschen, wo man vielleicht ein Spaten, ein Rasenmäher und eventuell noch ein Aschentonne denn hinstellen wird. Das war seine Kirche und er war so stolz. Wir wollten dann weiterreisen, aber nein, wir mussten seine Familie auch denn noch kennenlernen. Und sie wohnten auch denn so weit weg. Und wir sind auch gelaufen durch den ganzen Regen und so weiter, haben seine Frau hat natürlich für uns gekocht und wir mussten dann essen. Endlich konnten wir weiterfahren, denn wir wollten in eine gewisse Stadt namens Dambulla sein, denn am Abend sollte ich so predigen. Ich habe gefragt, wenn der Gottesdienst beginnt und sie haben gesagt um 9 Uhr. Ein bisschen spät, aber okay. Aber wir sind gefahren, es wurde dann 10 Uhr, es wurde dann 11 Uhr, es wurde dann 12 Uhr und ich habe gedacht, nur noch ins Bett, ich bin so müde. Und wir kamen dann an in diese Stadt Dambulla, an dieses Gemeindehaus um
1 Uhr morgens, da war kein Strom, die hatten keinen Strom und die Leute, sie saßen da und die haben gewartet, dass der Gottesdienst beginnt und sie saßen da alle mit ihren Öllampen und ich erinnere mich, als ich dann gepredigt habe, mitten in der Nacht, wie diese Abgase so meine Augen gebissen haben. Ich konnte die Augen kaum aufhalten und wir haben eine wunderbare Zeit gehabt und ich erinnere mich ganz besonders, wie wir auch für die Leute gebetet haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dieser Eutychus, auch die Abgas von den Öllampen hat seine Augen gebrannt und er ist dann rübergegangen zu dem Fenster, vielleicht ein bisschen frische Luft, dass die Augen frei sind. Und Paulus, der Prediger, findet kein Ende. Und er ist übermannt von einem Schlaf, während er am Fenstersims gesessen hat und er ist gestürzt von dem 3. Stock 10 Meter runter und er ist tot. Hier ist ein echtes Wunder passiert. Das ist das, was die Bibel uns sagte. Und Eutychus wurde dann aus dem Tod auferweckt. Das will ich nicht schmälen, das will ich nicht irgendwie unterschlagen. Aber für unsere Andacht heute, ich möchte das ein bisschen vergeistlichen, suche nach einem geistlichen Punkt. Dieser junge Mann, wie viele junge Männer und Frauen, ist aus der Kirche rausgefallen. Er ist müde geworden. Einmal war er sehr aktiv und es war nichts, was ihm zu viel war. Er hat aber auch an diesem Tag lang gearbeitet und nun bekommt er in der Kirche keine Luft mehr. Er geht zum Fenster, keiner fragt ihm, ob alles in Ordnung ist. Das Fenster ist an der Seite des Gebäudes oder vielleicht hinten, der ist schon am Rand der Gemeinde angekommen. Vermeintlich will er nur frische Luft haben, vermeintlich will er nur etwas anderes sehen. Er muss umziehen von seinem Platz, er muss seine Stellung räumen in der Gemeinde, um am Rand zu gehen. Er sitzt am Fenstersims, vielleicht winkt er seine Freunde zu, die draußen sind. Er ist jetzt halb in der Gemeinde, halb draußen. Aber auch diese frische Luft kann den Schlaf nicht vertreiben. Und die Augen werden schwerer. Und er fällt in einen tiefen Schlaf. Und Eutychus verliert den Gleichgewicht und er fällt raus, bestimmt tot. Das können wir ihm abschreiben. Der ist tot, der ist nicht mehr mit ihm los. Es geschieht Leute, jung, aber auch alt, die fallen aus der Kirche. Manche gehen bewusst, und manches ist nur eine langsame Verabschiedung. Da ist kein Zug mehr. Ich bin gespannt, nein, beunruhigt zu sehen, wie viele aus dem Fenster gefallen sind während der Coronavirus-Krise. Wie viele sind durch die Raster gefallen? Wie viele haben wir verloren während dieser Zeit? Aber was machen wir? Es ist so, können wir nichts machen, müssen das so akzeptieren. Paulus hat das nicht so akzeptiert. Er leitet diesen Wiederherstellungsprozess. Er rennt die Treppe runter und nimmt die Leiche des vom Schlaf überwältigten jungen Mannes in seine Arme. Die Gemeindestrategien und alles, was wir uns vornehmen, sind für die Katz, wenn wir kein Interesse an den einzelnen Menschen haben. Paulus nimmt ihn in die Arme und das Leben kommt wieder. Er erwacht. Wir müssen die Leute lieb haben, die aus der Kirche fallen, die vielleicht noch da sind, aber vom tiefen Schlaf überwältigt werden. An die Liebe würden sie erkennen, dass wir Christen sind, dass wir die Jünger Jesu sind. Paulus nimmt diesen jungen Mann in den Armen. Epheser 5, Vers 14 sagt, wache auf, der du schläfst und stehe auf von dem Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Paulus geht zurück und feiert mit der Gemeinde das Abendmahl. Dann predigt er weiter bis zum Morgen und dann ging er weiter. Naja, vielleicht kannst du jemanden finden, der in dem Fenstersims in deiner Kirche sitzt und gerade dabei ist, rauszufallen. Vielleicht kannst du ihn daran verhindern
oder vielleicht die Leute, die durch die Raste gefallen sind, wieder in den Armen nehmen und zurückbringen dorthin, wo sie hingehören. Einen schönen Tag wünsche ich euch, Bob Hutton.